Alles klar, willkommen zurück. In diesem Video werden wir das Animationsblueprint aufsetzen. Das Video wird etwas länger sein, weil wir einige Sachen noch damit erledigen wollen. Zunächst gehen wir in den Content Browser und wollen etwas mit dem Spielercharakter machen. Was wir hier machen ist Rechtsklick auf den Greystone Export, Create und dann Animation Blueprint. Den nennen wir einfach Animation BP Greystone. Der hat uns den in den Meshes Ordner versetzt. Wir wollen ihn allerdings hier im Player-Ordner haben. Einmal rüberziehen in den Player-Ordner. Content Main Player. Move here. So haben wir auch alles an dem einen Platz geordnet. Die Animation wollen wir jetzt in unseren BP Hero Charakter einfügen. Einfach hier auswählen. BP Hero Charakter öffnen und in den Mesh einfügen. Auf der linken Seite. Und im Details Sektion rechts sehen wir dann hier Animation Class. Da ist gerade noch keine. Da einfach zuweisen auf diesen Pfeil. Kompilieren, speichern. Ist halt wichtig, dass wir das hier einfügen, sonst wird der Charakter sich nicht animieren wollen. Lass uns das Ganze jetzt einmal öffnen. Die Animation Blueprint Greystone. Hier sehen wir im Grunde den Animationsgraph. Und was das ist, hier wird im Grunde per Zeittick eine Animation ausgeführt. Das heißt, wir haben hier einen Zeitfaktor, der zu einem bestimmten Zeitstempel dann eine bestimmte Bewegung ausführt. Je nachdem, welche Animation wir hierin behandeln. Das heißt, Animationen, Zustände, Übergänge werden hier dann behandelt. Kommen wir zum Event Graph der Animation, hier oben links. Event Graph. Hier sehen wir im Grunde so eine Event Blueprint Update Animation und ein Try Get Pawn Owner als Basis, Einstiegspunkte. Hier fügen wir erstmal so einen isValid-Modus ein mit einem Fragezeichen. So, dieses isValid mit einem Fragezeichen, um eine Abfrage zu starten. Das dient im Grunde der Pawn-Logik. Das heißt, die Animation wird sich updaten, solange nicht updaten, bis ein Pawn gespawnt wird. Hier werden wir so Logik einbauen, um den Player Animationen zu geben, wenn er im Idle-Zustand ist oder wenn er im Springen-Zustand ist oder Gehen-Zustand. Das Ganze können wir kurz kompilieren, speichern. Dann fügen wir einen Sequenz-Node hinzu. Ja, das Sequenzelement, das hilft im Grunde ein bisschen alles zu strukturieren. Man könnte natürlich auch einfach hingehen und alles hier hintereinander wegschreiben. Nur um dir Übersicht halber etwas schöner das Ganze zu gestalten, nutzen wir einfach eine Sequenz-Node hier, um entsprechend die Logik darzustellen. Im Grunde einfach nur Clean Code hier. Dann kopieren wir uns den Pawn-Node mit Steuerung D. Und was wir hier machen, wir holen uns die Velocity. Um die Geschwindigkeit vom Player zu bekommen, dann brauchen wir einfach Length. Diesen Vektor Length nehmen wir dann. Dann haben wir den Vektor bekommen. Was wir hier machen, wir wollen die Bewegungsgeschwindigkeit als Gleitpunktzahl bekommen. Und zwar brauchen wir die Variable dazu. Einfach hier Rechtsklick dann auf die Vektor Length. Return Value, Rechtsklick. Promote to Variable. Dann speichert es mir in so einer Variable. Hier rechts nennen wir das einfach Speed. Im Grunde bekommen wir da den Speed Value. Das nächste, was wir von der Pawn haben wollen, ist so eine getMovement Component. Bei der Movement-Komponente prüfen wir, ob der Spieler gerade fällt. Ist Falling. Wir machen uns da einfach eine Variable draus. Wir nennen diese Falling. Ja, und dieser Event Graph, der schaut einfach nur, ist der Spieler am Fallen oder nicht. Ja, das war's erstmal für diesen Animationsblueprint. Wir schauen einfach, ob der Spieler fällt oder nicht. Jetzt gehen wir zurück zum Animationsgraph. Der ist hier links. Einfach doppelklicken oder hier oben. Kann man ihn aufrufen. Hier werden wir einfach ein paar lokale Bewegungen einrichten. Und dazu brauchen wir eine State Machine, die wir uns holen. Add New State Maschine. Wir nennen die mal um. Ground Local Motion. Bewegung. Jetzt können wir die Ground Local Motion Bewegung einfach öffnen mit Doppelklick. Hier brauchen wir jetzt ein paar Events. Der erste State ist einfach Idle. Add State. Einmal verbunden öffnen wir Idle mit Doppelklick.
Was wir hier machen wollen ist, je nachdem welche Waffe oder welche Ausrüstung der Charakter hat, wird er halt verschiedene Idle-Animationen haben und ist im Grunde abhängig von dem, was für Assets ihr dann euch aussucht für das Spiel. Wir schauen uns bei dem Greystone erstmal die Idles an, und zwar über den Asset Browser hier rechts. Der hat so einige Idle-Animationen. Hier holen wir uns den Idle vom Greystone. Greystone AO Blend Space. Ja, die müsste erstmal erreichen, um weiterzukommen. Die können wir erstmal verwenden. Was wir hier machen ist, wir holen uns erstmal ein Blend Pose bei Integer. Das wir haben einen Integer-Wert und der sagt dann, was für eine Pose der dann animieren soll. Je nachdem, was für eine Integer-Wert hier dann ankommt, zum Beispiel bei einer Einhandwaffe wird es dann die Animation sein, bei einer Zweihandwaffe eine andere. Und so ist diese Logik zu betrachten. Hier rechts ziehe ich mir einfach diese Idle-Animation hoch, das Ganze verbunden. Lass uns die Animation auch zum Spiele-Folder kopieren. Einmal Rechtsklick, Browse to Asset. Und das Ganze wollen wir dann in den Player-Ordner kopieren. Wir nennen das Ganze einfach um. One Hands Word Idle. So kann man das im Grunde dann strukturieren. Wenn man jetzt für einen Hammer oder für ein anderes Element oder für ein Zweihandschwert dann ein anderes Idle nutzt, dann kann man das hier ablegen und entsprechend nutzen in diesem Graph für die Animation. Und ersetzen das dann hier Animation BP Greystone und holen uns dann unser kopiertes One Hands Word Idle, verbinden das Ganze mit dem Integerwert 0. So haben wir die Blend Pose 0 definiert. Wenn wir das jetzt im Animationsgraph anschauen, da wollen wir noch mehr einrichten, nicht nur das Idling. Ground Local Motion nochmal aufgerufen. Da wollen wir noch mehr als nur Idle haben. Wir können den nächsten State einfach hinzufügen. Den kann man Joggen nennen. Im Event Graph nach dem Idle kommt im Grunde das Joggen. Später können wir noch Sprinten einrichten. Bei einem transitiven Graph ist es natürlich schön, wenn wir auch wieder zurückspringen können. Und zwar in den Idle State. Das heißt, das Hin- und Herschalten ist dann ermöglicht. Und auf den Pfeilen hier oben und hier unten, wenn wir da doppelklicken, da können wir im Grunde solche Regeln aufstellen, wie wir dann von einem State in den anderen übergehen und wieder zurück. Sogenannte Rules hier. Idle to Joggen Rule und wieder zurück. Im Grunde wollen wir Idle immer haben, wenn der Speed von dem Charakter 0 ist. Hier links einfach auf Speed. Da, wenn es 0 ist, dann wollen wir, dass Idle da ist. Und das Joggen wird er dann halt machen, wenn Speed größer 1 ist, zum Beispiel. Um das zu bewerkstelligen, gehen wir erstmal hier auf diese Pfeile zu der Transition, also der Übergang von Idle nach Joggen. Doppelklick. Hier brauchen wir unsere Variable Speed, einfach hier hochziehen. Get Speed. Bei unserem Charakter haben wir im Grunde eingestellt den Charakter-Movement hier. Und der ist hier bei Max Walk Speed 600. Ich stelle ihn mal auf 500 und 300, damit er nicht zu schnell ist. Wir gehen hier hin und schauen einfach dann, wenn Speed größer ist als 450, dann darf er bei uns in den nächsten State rübergehen. Als Result can enter Transition und dann ist er am Joggen. Kompilieren, speichern. Hier oben können wir auf Ground Locomotion, Bewegung, wieder zurückspringen. Um wieder dann in den Idle zu gehen, dann muss unser Speed hier, Get Speed, zum Beispiel kleiner sein als 1. Das Ganze verbinden wir, speichern das Ganze, kompilieren. So, im Grunde im Ground Locomotion Bewegung haben wir unsere Jogging Bewegung eingerichtet. Was wir jetzt im Grunde machen können, die Logik ist da. Also wenn er übergeht vom Idle und wenn die Geschwindigkeit mehr als 450 ist, dann wird er im Jogging einfach eine andere Animation anschalten. Hierzu müssen wir einfach eine Jogging-Animation, wo der Charakter in Laufbewegung ist. Einfach diesen Jog Forward. Einmal verbinden. Ja, jetzt wird er im Grunde joggen, wenn Speed mehr als 450 ist. Lass uns mal testen, ob das funktioniert. Im Grunde ein ziemlich einfacher Animationsgraph hier.
kompilieren und speichern. Wenn ich jetzt auf Spielen klicke hier oben, dann startet er Joggen. Und wenn er dann steht, dann ist die Animation zu Ende. Ja, wir sehen so einen kleinen Delay. Das können wir schnell fixen. Lass uns hier einfach statt 450 einfach Größe 1 nehmen. Jetzt ist er direkt am Joggen. Ja, animationstechnisch machen wir hier noch viel mehr. Zum Beispiel, wenn wir dann irgendwann mal Shift drücken, dass der ein bisschen schneller läuft. So ein kleiner Sprint. Und wir kommen dann später einfach in den späteren Videoverläufen wieder zu den Animationen und werden da weitermachen. Das reicht jetzt für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Bis dann.